Unsere kleine Radreise durch die wilde Landschaft der südlichen Toskana geht weiter. Heute nehmen wir euch mit auf eine Fahrradtour, die uns in absolut einsame Gebiete führt und erneut vor deftige Herausforderungen stellt. Wie wir damit klarkommen und wo genau es uns überhaupt hin verschlagen sollte, davon haben wir noch keine Ahnung, als wir unsere Unterkunft in Orbetello in den Morgenstunden verlassen. Buongiorno. Willkommen zurück zum, keine Ahnung wie vierten Tag eigentlich unserer Reise. Wir haben jetzt nicht mehr mitgezählt. Was heißt auch Reise? Also heute machen wir die zweite richtige Radtour, würde ich mal sagen. Gestern waren wir ja mit euch, beziehungsweise vor 2 Wochen vermutlich dann, auf dem Il Telegrafo. Auf den schönen kleinen Berg hier bei Orbetello. Und heute verlassen wir diese wunderschöne Gegend und wir freuen uns, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Ja, super. Hinter uns sehen wir wieder die Lagune. Es sind wirklich hier hunderte, tausende Vögel dort gerade unterwegs, chillen in der Sonne. Auch wir haben uns schon etwas dem Wetter angepasst. Das ist ja doch verrückt, wie schnell es dann doch immer warm wird. Also es kühlt ja nie so richtig ab nachts, aber trotzdem, es ist jetzt 10 Uhr und sind schon wieder 15, 16 Grad. Und wir wollen jetzt Richtung Berge hochfahren und werden da zu einem Örtchen eventuell fahren, das Manciano heißt. Wir müssen noch eine Unterkunft dafür buchen, aber wir wollen auch erstmal schauen, ob wir überhaupt so weit kommen werden. Und radeln jetzt einfach mal los. Wir haben noch keine richtige Ahnung, wie die Strecke so sein wird. Wir haben versucht, eine möglichst verkehrsarme Strecke zu wählen auf kleinen Straßen. Mal sehen, ob das so klappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, aber sicherlich werden wir so einiges so entdecken vom Landesinneren der Toskana. Ein bisschen ländliche Regionen, da sind eigentlich hauptsächlich so Dörfer und Waldlandschaften oder Hügellandschaften so ein bisschen. Ja, und Olivenhaine. Haine müssten auch einige da sein. Schauen wir mal, was uns da so erwartet. Genau, also geht gleich los. Viel Spaß dabei. Da brennt es wieder. Ja, wir blicken nochmal auf den Berg, auf dem wir gestern oben waren. Also wer das Video nicht gesehen hat, das sieht jetzt hier verlinkt. War eine echt coole Tour, also mit wahnsinnig tollen Ausblicken. Und das ist halt auch einfach etwas, was es zum Beispiel in Deutschland nicht gibt. Wo man einfach auf dem Berg steht, sitzt, hochfährt und man kann aufs Meer blicken. Diese Kombi ist einfach unschlagbar. Berge und Meer und dann noch bei tollem Wetter. Also das ist wirklich Urlaub pur und Naturschönheit pur, finde ich. Ja, es gibt ja immer gerade auf Dating-Seiten und so diese Frage, Berg oder Meer? Und dann ist eigentlich die logische Antwort darauf beides. Also zumindest hier in Italien, gerade auch hier und an der Amalfiküste geht das richtig gut. Ja, deswegen kommt man auch einfach gern hierher. Und wir waren schon im März an der Amalfiküste, da war es richtig warm, sommerlich. Jetzt sind wir im November in der Toskana. Es ist eigentlich richtig warm, kann man noch sagen. Während, ich glaube, bei uns in Garmisch-Partenkirchen es halt die ganze Zeit dunkel ist und 2 Grad plus, wenn überhaupt. Und es schneit. Deswegen jetzt einfach nochmal diesen Sommer bzw. Herbst ein bisschen zu verlängern. Für uns ist das ja gar nicht mehr so weit weg. Das ist ja auch etwas, was uns aufgefallen ist. Wir sind jetzt hier ungefähr so weit weg von Garmisch, wie Garmisch von Leipzig ungefähr entfernt liegt. Also von unserer Heimatstadt. Genau. Ja. Also jetzt sind wir vielleicht schon etwas weiter südlich mittlerweile, aber in Pisa hat das noch ungefähr gestimmt. Auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen erzählen ja auch, dass sie ja dann eher ans Mittelmeer fahren, wenn sie mal baden gehen möchten. Das ist ja völlig logisch, ja, es ist ja einfach näher. Für uns als Ur-Leipziger war natürlich schon immer die Ostsee
das Urlaubsziel Nummer 1, wenn es ans Meer gehen sollte. Also es ist schon irgendwie witzig, dass das alles noch in ein Land ist. Ja. Naja, es ist jedenfalls aber trotzdem gut windig. Und wir fahren jetzt gerade auf dem gleichen Radweg, den wir gestern Abend gefahren sind. Und sehen jetzt auch schon den Pinienwald, durch den wir gefahren sind. Und irgendwie ist das schon eine tolle Region hier. Explosions in the sky, and my attention keeps on shifting side to side, and I feel so alive. I feel so alive. Wenig später bekommen wir einen Vorgeschmack darauf, wie das Radfahren abseits der Straße in der Maremma hauptsächlich aussehen wird. Schlammige Pfützen wechseln sich mit grobsteinigen Pfaden ab und stellen dabei unsere Fahrtechnik und die Ausrüstung auf die Probe. Auf diesem rötlich gefärbten Erdboden kommen unsere neuen Reifen zum ersten Mal so richtig in Gebrauch. Und, kleiner Spoiler, später sollten wir noch sehr dankbar über diesen Neuzugang sein. Bisher sind wir fast nur parallel zum Meer in südliche Richtung unterwegs. Bevor uns unser Weg ins Landesinnere und damit auch in die Berge führen soll, legen wir am Bahnhof von Capalbio eine kleine Verschnaufpause auf einer ganz besonderen Bank ein. Wir nutzen die Gelegenheit, ein paar Kalorien nachzulegen, denn wir merken immer wieder, wie wichtig es ist, auf einer Radtour zwischendurch auch etwas Kleines zu essen. Vorbei an Olivenhainen und tiefbraunem Ackerland radeln wir zunächst mal über wenig befahrene Straßen durch die hügelige Landschaft der Maremma. Komplett ohne Straßen würde unsere Tour heute nicht funktionieren, aber wir wollen, wie schon gesagt, versuchen, zumindest die übergeordneten Landstraßen zu meiden und stattdessen auf ruhige Schotterstraßen wie diese hier auszuweichen. Jetzt sind wir ein längeres Stück auf recht guten Straßen gefahren, immer geradeaus. Und jetzt fahren wir aber auf einer diesem eher bekannten Schotterstraßen, wie man sie aus der Toskana kennt. Etwa 3 Kilometer jetzt wahrscheinlich bis zur nächsten richtigen Straße wieder. Aber das ist hier tatsächlich auch noch als Strada ausgeschildert. Also uns kamen auch gerade noch welche entgegen. Also hier darf man offiziell auch noch mit dem Auto lang. Sehr ruppiges Terrain jetzt. Ist die Frage, ist jetzt natürlich so eine Abkürzung, ist als Abkürzung gedacht, man hätte natürlich jetzt die Straße weiterfahren können. Da war jetzt Manciano mit 29 Kilometern noch ausgeschildert. Mein Garmin sagt auch nur 24 Kilometer an dieser Stelle. Das heißt, wir kürzen schon gut was ab. Die Frage ist natürlich immer, ob man zeitlich wirklich so viel einspart. Vielleicht nicht, aber es ist eine coole Lehmstraße, die wir hier fahren. Schotter, ja, Stein.
Naturstraße, kann man sagen, ist mal was anderes. Ist ja auch irgendwie langweilig, die ganze Zeit auf der Straße zu fahren. Wir sind gespannt. Das ist jetzt die erste dieser Art, die wir jetzt über ein längeres Stück fahren. Also selbst hier gibt es noch Agritourismen anscheinend. Das sind Bauernhöfe, hier in der Toskana, aber auch an anderen Orten von Italien. Und da kann man normalerweise auch übernachten. Wir hatten auch erst überlegt, ob wir so einen Bauernhof eben ansteuern. Aber zu dieser Jahreszeit weiß man einfach nicht, ob die wirklich offen haben. Und die meisten haben nur eine Telefonnummer hinterlegt. Und erfahrungsgemäß sprechen die natürlich auch nur Italienisch. Also ist ja jetzt auch für uns voll verständlich. Aber unser Italienisch ist dann einfach noch nicht so gut genug, um zu erklären, was wir vorhaben und so. Eigentlich hatten wir das schon mal vor, für den nächsten Italienurlaub mal ein bisschen mehr zu erlernen, diese Sprache. Aber man kam auch mir nicht so ganz dazu. Aber schön, dass es diese Möglichkeiten hier gibt. Ja. Ui. Das ist der Eistee. Der Eistee? Ja? Ich glaube, den habe ich hier drin. Nee, den habe ich nicht hier drin. Okay. Wäre auch blöd, da wäre rechts wirklich heute die sehr stark belastete Seite. Ja. Oh, das schäumt schon gut. Super. Eistee! Oh, lecker. Ja, jetzt sparen wir, glaube ich, hier nur so 3 Kilometer, wenn wir jetzt hier lang fahren. Aber die Straße führt gleich auf eine größere Straße und ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, wie es da auf den größeren Landstraßen mit dem Verkehr aussieht. Deswegen, da wir ja noch genügend Zeit haben, das Wetter ganz gut aussieht Noch Energie haben. und noch einigermaßen Energie haben, fahren wir jetzt hier lang. Noch haben wir Energie. Aber wenn wir wüssten, worauf wir uns mit dieser Alternativstrecke einlassen würden, hätten wir in diesem Moment vielleicht doch lieber die Straße gewählt. Die Schotterpiste führt uns in stetigen Kurven in ein hügeliges und ziemlich wildes Naturgebiet, das uns mit tollen Herbstfarben überrascht, aber auch fast die ganze Zeit bergauf führt. Ich denke mal, es geht nach links, aber nee, es geht nach rechts. Das ist ja interessant. Hä? What the fuck? Nee. Nee, das ist irgendwie da lang. Links dann? Aber das war doch abgesperrt, ne? Das scheint hier nicht zu gehen.
Ja, das sieht ja irgendwie besser aus. Ja, lass uns da oben lang fahren. Die Straße doch, lieber. Ja, so ein kleines Stück zurück jetzt und dann hat auf diesen Weg hoch, den du hoch wolltest. Ja. Ich habe keinen Bock, hier durch den Bach durchzufahren. Zumal der gerade nicht trocken ist, ne? Dann müssen wir uns jetzt wohl hier hochkämpfen. Ungeplante Höhenmeter, will ich ja nur mal sagen. Naja, Die gibt's hier in der Toskana. so ein typischer Komootweg wäre das jetzt hier gewesen, da irgendwie durchs Flussbett, keine Ahnung. Das ist halt schade, dass es bei der Komoot-App immer noch nicht dieses Trailview gibt. Und na gut, es gibt auch nicht sehr viele Bilder dann hier. Ja, damit man sich einfach schon mal irgendwie ein Bild machen könnte eben. Weil das wäre jetzt definitiv weniger Höhenmeter gewesen, aber irgendwie durchs Tal, durch den Fluss. Also nicht so geil. Jetzt wollte ich mir gerade, dass es besser gewesen wäre, wahrscheinlich die Straße weiterzufahren. Aber jetzt sind wir auch schon ein ganzes Stück vor und runter gefahren. Also Rückzug wäre jetzt auch ziemlich anstrengend. Deswegen voran. Da dann hoch. Um die Kurve. Ja. Ich bin erstaunt, wie lange unser Plan gehalten hat, mal ruhigen Urlaub zu machen. Ohne große Abenteuer. Puh, naja, weiter. Oh, nee. Schieben jetzt einfach erstmal nur. Das sind ja 20%ige Steigung auf so einer Panzerstraße hier. Das kommt davon, wenn du Komoot vertraust. Oh. Ein Weg irgendwie zu und ja, schon stehst du vom nächsten Hindernis. Halleluja. Also Schieben ist immer genauso anstrengend wie Fahren eigentlich. Aber jetzt müssten wir am höchsten Punkt sein und da hinten ist wieder ein Bauernhof. Naja, und der Ausblick ist natürlich jetzt recht schön. Und irgendwie, also ich weiß ja nicht, der andere Weg hätte ja irgendwie hier unten lang gehen müssen. Das sieht mir irgendwie nicht so aus, als würde da ein richtiger Weg lang gehen. Naja, mal sehen, was das noch bringt. Ich glaube, über die Straße wäre es jetzt definitiv kürzer gewesen. So abgeschieden, irgendwo im Nirgendwo, waren wir schon lange nicht unterwegs. Die Provinz Grosseto, in der wir uns gerade befinden, ist zwar die flächenmäßig größte, aber mit 48 Menschen pro Quadratkilometer die am dünnsten besiedelte Region der ganzen Toskana. Langsam aber sicher meldet sich der Hunger bei uns. Denn unser Frühstück und den Snack bei der Roten Bank haben wir mittlerweile schon längst abgestrampelt. Eigentlich hätten wir schon vorher etwas essen wollen. Doch einen schönen Platz zum Sitzen, geschweige denn eine Bank, haben wir auf dem ganzen Weg bisher nicht gefunden. So, jetzt wird's spannend. Wenn der Weg jetzt weiter geradeaus geht gleich, haben wir ein Problem, weil da müssen wir durch einen kleinen Fluss durch. Wenn er nach rechts führt, ist es gut. Mal sehen. Oh, ich glaube, die Frage hat sich erledigt. Ah, du hast halt hier die Straße. Wo kommt die denn her? Der folgen jetzt geradeaus hier, wirst durch den Fluss gehen. Wir folgen jetzt der Straße, die sieht doch etwas besser mal wieder aus. Egal, wo sie hinführt. Und wenn sie wieder zurück nach Orbetello führt. Der Puls geht auch nicht mehr runter irgendwie. Ja. Aber es geht ja trotzdem die ganze Zeit weiter bergauf. So ist er nicht. Das wäre dann kein Wunder. Da geht's schon wieder hoch da vorne. Also ich glaube, es werden
nicht nur 600 irgendwas Höhenmeter sein wird. Und jetzt hier meine Picknickbank. Ja, hier gibt es wie immer keine Picknickbänke. Da haben die Italiener irgendwie nicht so richtig nachgedacht, als sie das hier alles gemacht haben. Wo sollen denn die Leute jetzt Picknick machen? Oh, Manciano, 9 Kilometer steht da. Jetzt nur noch diese Straße. Vorhin stand da 20 Kilometer. So, erstmal wieder das Handy laden mit meinem Plug 6 Plus. Das ist jetzt nach dieser Tour wieder aufgeladen, nach diesem Stück jetzt hier. Da bin ich echt froh, dass das jetzt wieder funktioniert, weil das ging jetzt eine Weile nicht. Wahrscheinlich hat der USB-Port ein bisschen was abbekommen. Aber die Leute von Tout-Terrain waren so nett, mir ein Ersatzteil zu senden, auch für einen halben Preis nur. Und jetzt kann ich endlich wieder unterwegs mein Zeug aufladen. Und was laden wir jetzt auch auf? Die eigenen Akkus. Die eigenen Akkus, genau. Nach über 500 oder fast schon 600 Höhenmetern jetzt sollte man noch langsam mal was essen auf dieser Wiese jetzt, also Wiese auf diesem Gewüchs hier, weil Bänke und sowas gibt es hier halt nicht. Schade eigentlich. Ja, und ganz wichtig ist es immer neben 1,5 Litern Pfirsich-Eistee auch ein Glas Gurken mitzunehmen. Schöne wir sind das eigentlich schon Gurken. Nennt man einfach nur Gurken, oder? Gurken halt. Saure Gurken. Die kommen nicht aus dem Spreewald. Leider. Das war die einzige Version, die wir gefunden haben im Coop. Und die lassen wir uns jetzt schmecken, weil das sind ja auch hier immerhin 700 Gramm Gewicht. Schon ein bisschen doof. Saure Gurke. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, der hat schon ein bisschen Auto dafür. Ja, Allradantrieb. Wir haben ja nur Einradantrieb, ne? Weichkäse mit Marmelade, geil oder nicht? Schreibt's in die Kommentare. Ich find's geil. So, Fazit zur ersten Belastungsprobe der Schwalbe Marathon Mondial. Das haben sie jetzt richtig gut gemacht, fand ich. Also ich hatte nicht das Empfinden, dass man irgendwie mal großartig weggerutscht ist, trotz Schlamm, trotz Nässe, trotz grobem Schotter. Wir sind auch teilweise über Steine auch einfach gefahren. Ja, Steine, lehmiger Boden, also wirklich bombenfest. Ich hatte mich total sicher gefühlt. Also vielleicht 1-2 Mal weggerutscht, aber das ist ja normal, Ja, dass man... wenn man über so einen großen, wirklich so losen Stein fährt, dann schlägt es den ja weg. Und dann rutscht man mal kurz. Aber ansonsten... Ja, selbst bergab hatte man schon so das Gefühl, das greift richtig. Also Ja. es sind richtig gute Reifen jetzt für dieses Terrain hier, muss man sagen. Also wir sind ja beide jetzt nicht mit Mountainbikes unterwegs, wo jetzt einige vielleicht sagen würden, no, mach das lieber mit einem Mountainbike. Sowas, aber selbst mit meinem Koga, aber ich meine gut, das Koga ist auch dafür gebaut für solche Wege und an das Travelbike sowieso. Ja, funktioniert in der Verbindung richtig gut. Top. Noch etwas schwerfällig, wie immer nach dem Essen, steigen wir wieder auf die Räder, nach langer Zeit regelrecht froh darüber, mal wieder auf der Straße zu fahren. Doch es stehen noch einige 100 Höhenmeter an. Wir haben uns mittlerweile entschieden, heute bis nach Manciano zu radeln und dort auch schon eine Unterkunft zu buchen. In der Ferne ist die Stadt auch schon zu erkennen und was auch nicht zu übersehen ist, wie so viele Orte hier, liegt Manciano weit oben auf einem Hügel. Hinweis, Hinweis, Hinweis.
Ja, bei den Italienern weiß ich auch nicht so, ob jetzt Hupen manchmal so ist wie in Deutschland, dass es ja irgendwie ein Problem hat. Oder dass manchmal auch einfach so ein Dankessymbol ist. Weil ich habe mir jetzt ja gezeigt, dass er fahren kann. Naja, ich weiß es nicht. Die letzten 3 Kilometer vor dem Ziel, die ganze Zeit bergauf, sind noch einmal hart. Doch die leuchtende Abendsonne und die Aussicht auf unsere heutige ganz besondere Unterkunft motiviert uns noch einmal Power zu geben. Vielleicht gibt es da eine Bank. Können wir mal anhalten und mal schauen, wo überhaupt diese Unterkunft ist. Ja. So, die erste Bank seit Capalbio, und das war diese große rote Bank, auf der wir saßen. Und jetzt hier an so einer Kreuzung in Manciano nun schon sogar ein richtiger Picknicktisch. Wäre natürlich ideal vorhin gewesen für uns. Ja. Aber ich glaube, wenn wir vorhin nicht was gegessen hätten, wären wir jetzt diese 250 Meter hier nicht hochgekommen. Nee, definitiv nicht. Leider eine etwas stärker befahrene Straße mit vielen Kurven und mit vielen Autofahrern, die in ihrer Kindheit zu viel Formel 1 geschaut haben. Boah, also wirklich, das sind die Italiener leider nicht besser als die Deutschen. Das ist schon grenzwertig teilweise, wie knapp sie überholen, mit welcher Geschwindigkeit sie fahren und vor allem auch also hinter uns in eine Kurve reinfahren, ohne zu schauen, ob da vielleicht Gegenverkehr kommt und so. Also die ganzen Klassiker. Nicht umsonst gibt es, glaube ich, in Italien von den westeuropäischen Ländern, sage ich jetzt mal, die meisten Todesopfer im Verkehr. Also mit Abstand. Das ist schon ziemlich krass, was sie hier so zusammenfahren. Alle denken so irgendwie, sie sind Michael Schumacher in Persona. Aber oft geht das halt nicht gut aus. Zum Glück, also bis jetzt zum Glück ist noch nichts passiert. Toi, toi, toi. Und es sind auch nicht alle, die unvorsichtig fahren. Nee. Also es sind zum Glück auch einige dabei, die ja wirklich langsam fahren und Abstand halten. Ja, die wahrscheinlich genauso genervt sind davon, ja. Aber das ist halt wie in vielen Ländern leider so, es wird halt nichts dagegen unternommen, gegen diese Raserei. Ja. Und selbst hier in solchen schönen alten Städten wie jetzt, da rauschen sie hier mit 80, 90 lang, ist halt leider die einzige Alternative zu den Schotterwegen, die wir jetzt so gefahren sind. Ja. Also kann man sich halt schon mal ein gutes Bild machen. Radwege gibt's hier halt keine, null. Also keine Chance. Entweder du fährst auf der Straße und hast halt hier mit einigen Chaoten zu tun, oder du fährst halt ins absolute Niemandsland über sehr abenteuerliche Wege dann. Also da sind wir bei weitem wahrscheinlich nicht den abenteuerlichsten Weg jetzt überhaupt gefahren, den es hier so gibt. Ja, da muss man halt natürlich abwägen, was ist jetzt ein lieber. So oder so, Adrenalin. Ja, jetzt schauen wir erstmal, wo eigentlich unsere Unterkunft ist und lassen uns da jetzt hinführen und melden uns dann von dort aus wieder. Denn die wird auch nochmal ziemlich cool heute, die Unterkunft. Ja. Ja, 20 Minuten später, wir sind ja immer noch an dieser Kreuzung, weil wir müssen erstmal uns noch für die Unterkunft digital einchecken. Mein Gott. Und das ist am Handy alles andere als schön und vor allem, wenn man nicht so gutes Internet hier hat. Ausweisnummer angeben, dreimal die Nationalität gefühlt, Adresse. Jetzt soll Anne auch noch die Kurtaxe hier schon im Voraus zahlen mit Karte, bevor wir dann sozusagen erfahren, wie wir in diese Bude reinkommen. Früher war das auch mal alles schöner, als man persönlich empfangen wurde und dann die Unterkunft noch gezeigt wurde. In Pisa hatten wir das ja so, das war richtig schön. Da kommst du ja auch mal ein bisschen ins Gespräch, aber generell ist das hier in Italien halt leider auch oft so, dass du ja dann bloß per WhatsApp oder per Booking halt da irgendwelche Instruktionen bekommst, wie und was, und du kriegst da ewig lange Formulare, die du ausfüllen musst erstmal. Und wenn du spontan halt irgendwo nächtigen willst, ist das total nervig, vor allem wenn du da immer nur eine Nacht bleibst vor allem. Noch ein zweiter.
Vorsicht, kommt was von oben. Also da kann aber hier nicht lang. Das hatte ich nicht befürchtet, dass man dann auf so einer ekligen Straße ist. So, da drüben wäre jetzt unsere Unterkunft, aber wir wissen noch nicht, wie wir reinkommen, weil der Check-in ja noch nicht funktioniert hat. Jetzt stehen wir natürlich hier, so wie ich es mir gedacht hatte, an einer total steilen Straße in einer engen Gasse. Und hier ist ein Autoverkehr, das gibt's nicht, ey. Wahnsinn. Die zimmern sich hier durch die kleinsten Gassen durch. Das ist alles andere als ja, idyllisch und das, was man sich jetzt nach so einer Tour gewünscht hätte. Aber da drüben soll es ziemlich cool sein. Also es sah auf den Bildern jedenfalls gut aus. Wir werden sehen, was uns wirklich erwartet. Boah, wir hatten jetzt auch gerade mal kurz Blick aufs Meer, aber du kannst das hier nicht genießen auf diesen Wegen, weil du musst da ständig aufpassen. Von vorne, von hinten und von den Seiten kommen ja Autos. Mal eben stehen bleiben und schön gucken, das geht hier halt nicht so. Jetzt müssen wir trotzdem auch irgendwie einen Platz finden, wo man uns hinstellen kann, weil es ist eine 10% Steigung. Ich muss mein Fahrrad übelst festhalten. Vielleicht da oben, da ist so ein Restaurant. Es ist 16 Uhr mittlerweile, die Sonne geht langsam unter und wir sitzen immer noch hier und warten. Also das ist schon echt heftig, finde ich. Also nicht nur die Hunde sind hier am Durchdrehen, sondern wir langsam. Sind ja völlig K.O., kommt man ja an und dann kommt man in die Bude nicht rein. Das ist nervig sowas. Und du sitzt hier und willst eigentlich irgendwie dich jetzt mal gemütlich hinsetzen, irgendwo und vor allem duschen. Ja, und leider unterstützen wir das ja jetzt auch damit, dass wir eben jetzt auch so eine Unterkunft nehmen. Aber das weiß man ja vorher auch jetzt nicht unbedingt. Was das jetzt ist. Vielleicht sitzt er irgendwo in Rom oder was weiß ich und hat hier halt so eine Hütte gekauft mal und vermietet die jetzt halt an Gäste. So, jetzt haben wir anscheinend, jetzt haben wir die Infos bekommen. Jetzt scheinen wir endlich mal. Benvenuto a Manciano. Ja, Benvenuto. Ja, sehr. Danke sehr. Toll. Yay! Gut, dann gehen wir da jetzt mal rein. Dann gehen wir jetzt da mal rein und schauen uns die Bude an. Und dann schauen wir uns noch ein bisschen die Stadt an. Da ist der erste Mensch auf dem Fahrrad, den wir heute sehen. Wobei, stimmt nicht, das ist der zweite. Sehr schön. Er kämpft sich hier ganz schön hoch. Le Chiave. Chiave. Oder eigentlich nur La Chiava. Habt ihr schon mal so einen Schlüssel gesehen? So, viel Spaß jetzt mit dem Fahrrad hier durchzukommen. Das andere muss da auch komme ich noch eigentlich auf. mal so durch. Geil. Ab in die Grotte. Yes! So, dann mach ich erstmal das gleich mal auf. Nur schräg, oder? Ja. Oh. Okay, fahren wir mal nicht nur den Teppich hier. Mal kurz anheben. Ach, du hast wirklich gesagt, die Katze stellst du da hin. Ja. Ich habe irgendwie gedacht, hey, er kann doch nicht die Katze gesagt haben. Kann doch nicht eine Katze irgendwo hinstellen. Doch, die Katze kann man irgendwo hinstellen. So. Zu die Tür. Alles klar, hier schon mal ein sehr lauter Lüfter. Und das ist hier La Grotta. Achso, da ist so ein komischer Heizlüfter, der macht so. Ich habe mich schon gewundert, warum es hier so warm ist. Oh, Ruhe. Hey, nice. Wir sind in einer Höhle. In einer Höhle anscheinend. Das ist schon sehr witzig. Sowas wollten wir eigentlich in Matera mal haben. In so eine richtige Höhlenwohnung quasi. Ja, und mal gucken, hier tropft es runter. Hier tropft es auch, nee. Hier tropft es runter. Schön. Das ist ja beruhigend. Kann man sich hier so reinstellen und rausgucken. So, und das ist natürlich auch abgefahren hier. Das ist das Badezimmer. Mit Dusche am Felsen direkt. Oh, das ist ja krass. Die Dusche ist einfach in dem Felsen drin.
Wow, Ja, nice. Da duscht man doch gerne. Waschbecken. Wasser gibt's Das auch. sieht aus wie so ein Ding, was auch manchmal einfach draußen in der Stadt manchmal zu sehen ist. Dann kommen wir erstmal an und ja, melden uns gleich nochmal. Jo, das war also unsere doch etwas härtere als gedachte Tour durch die Toskana. Also der durch die Toskana, das klingt so, als wäre es durch die ganze Toskana gefahren. Aber von Orbetello, dem wunderschönen Küstenort, jetzt hier nach Manziano, den Ort, den wir jetzt eigentlich quasi nur so als Zwischenetappe jetzt ja genommen haben. Das war jetzt einfach das nächste zu unserem eigentlichen Zielort, beziehungsweise zu den beiden Zielorten, die wir noch haben. Ja, das war heute eigentlich der Plan, möglichst nicht so eine wahnsinnig weite und anstrengende Tour zu haben, da wir ja gestern auch schon auf den Berg hochgefahren sind. Aber letztendlich kommt es ja dann immer so ein bisschen anders als gedacht und eigentlich wollten wir, glaube ich, heute nur 600 Höhenmeter machen und so 40 Kilometer, nee 50. Und was sagt jetzt die Uhr? Was sagen die Statistiken? Oh, da muss ich direkt nochmal schauen. Also, wir sind jetzt 50,5 Kilometer gefahren. Okay, das passt soweit. Und ja, es waren 48, gut, auf die Kilometer, Ja. jetzt die 2 Kilometer zusätzlich. 785 Höhenmeter allerdings, also fast 200 mehr, als wir Ja. jetzt geplant hatten. Was hauptsächlich an diesem zweiten Weg, unsere zweite Abkürzung lag, wo wir da in diesen Bach da rausgekommen sind und dachten, nee, das machen wir nicht, wer weiß, was das wird. Bevor wir uns da irgendwie durch den Dschungel schlagen müssen, nehmen wir doch dann die etwas offensichtlichere Straße, sage ich mal, die sich aber durchaus als ganz schönes, als ganz schönes Hindernis trotzdem entpuppt hat. Also nicht Hindernis im Sinne von, hier geht's nicht weiter, aber doch ganz schön herausfordernd. Kräftezehrend, ja. Und fahrtechnisch auch schwierig. Und ja, vielleicht nochmal erwähnenswert, wir haben niemanden dort getroffen. Wir haben dort auf dem ganzen Weg, also ein paar Autos waren da, aber es war niemand sonst auf dem Fahrrad unterwegs. Ja. Nur 2 weitere Fahrradfahrer haben wir heute überhaupt gesehen. Man ist hier zu der Jahreszeit wahrscheinlich sehr einsam auf den Wegen. Wir hatten ja eigentlich geplant, den Tuscany Trail zu fahren. Komplett. Also ein der Tuscany Trails, es gibt ja mehrere Wege. Wir hätten jetzt einen von vor 4 Jahren oder so genommen, die Route. Ja, und da hätten wir jeden Tag solche Wege gehabt. Und ich glaube, das wäre etwas zu herausfordernd gewesen. Auch wenn wir es uns schon sehr human aufgeteilt hätten, so immer 40, 50 Kilometer Etappen maximal mit maximal 900 Höhenmetern. Aber auch das waren heute nur 780 Höhenmeter und das hat aber ganz schön geschlaucht. Genau, von daher, vielleicht waren anders, wenn wir ein bisschen besser im Training sind und möglicherweise auch die Wetterbedingungen bzw. die Stunden, Tageszeitstunden, wo wir im Hellen fahren können, auch ein bisschen mehr gegeben sind als im November. Ja. Das haben wir jetzt so gemerkt. Und aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und wir werden jetzt hier trotzdem noch ein bisschen, da wir jetzt die Fahrräder mit haben, die Toskana oder zumindest die Maremma, das ist ja die Region der Toskana, in der wir uns jetzt gerade hier befinden, erkunden und da noch einige coole Entdeckungen machen. Definitiv, ja. Also ich denke mal, wir haben auf jeden Fall uns schon ein paar Highlights noch herausgepickt, die wir noch abfahren, aber auch abgehen wollen. Und ja, ich meine, wir haben noch viel Zeit jetzt einfach hier zur Verfügung. Ich glaube, in 10 Tagen müssen wir zurück. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wenn ihr schon mal in der Toskana Radfahren wart. Haben wir ja vorhin schon mal kurz angedeutet, ja, welche Radwege ihr da so schon ausprobiert habt und ob ihr da eher mit dem E-Bike, mit dem Rennrad unterwegs wart oder eher Mountainbike-mäßig die Trails erkundet habt. Das würde uns mal voll interessieren, also wer da schon mal hier gewesen ist. Ja, und was ihr für Erfahrungen auch gemacht habt, vielleicht mit Wegen, mit dem Autoverkehr. Vielleicht könnt ihr auch irgendwelche Streckenabschnitte empfehlen, die ihr super zum Radfahren eben findet. Und ja, da würden wir uns sehr interessieren dafür, weil wir werden definitiv nochmal hierher kommen. Ja. Wir haben das eigentlich schon vor, auch den Tuscany Trail irgendwann mal zu machen. Aber ich glaube, da müssen die Vorzeichen erstmal besser sein, vor allem, weil daran hat es ja hauptsächlich jetzt gehabert einfach. Und wir müssen auch wieder, ja, vielleicht doch eine etwas bessere Jahreszeit einfach noch fahren. Ja. Vielen Dank, dass ihr jetzt bis hierhin dran geblieben seid und wir hoffen, wir haben euch auch ein paar schöne
Bilder zeigen können und ihr wurdet gut unterhalten durch unsere etwas chaotische Fahrt durch die Maremma. Und ja, vielen lieben Dank. Wir wünschen euch weiter viel Spaß auf dem Fahrrad, unterwegs in der Natur und sehen uns dann im nächsten Video. Genau so sieht's aus. Macht's euch bunt, macht's euch schön und bis zum nächsten Mal. Und lasst uns gerne ein Like da. Ja, Ciao, macht's gut. ciao.